machen hier ein Chaos. Da vorne ist die Brücke. Puh, gut, dass wir kein Auto haben. Mhm. So, da sind wir. Beim Zoll. Douane Ivoirienne. Morgendliches Frühstück. Silke hat schon reingebissen in ihre Schnecke und grinst. Und Joghurt. Und Joghurt, ja. Wie viele Kilometer haben wir heute? 392. Ja, nützt nichts. Ein typischer Stopp auf Reisen hier in der Gegend. Pipi ist eigentlich immer nur vorgeschoben, weil hier gibt es Cashews. Und die sind reif und Silke liebt es. Moment, ich gebe dem Cashewbaum mein Wasser und meine Nährstoffe. Der Cashewbaum gibt mir seine Äpfel. Ganz einfach. Jan lernt einfach nicht dazu. Er hat wieder Cappuccino bestellt. Seine Frau hat ihn gewarnt, dass es aus dem Päckchen kommt. Und jetzt? Wir sind beim Libanesen. Ich hatte gedacht, die haben ja eventuell auch eine Maschine. Aber hier hinten gibt es noch einen italienischen Schokoflavor. Den kann ich mir auch noch oben drauf gießen. Spannend, spannend. Die Krokodile und wir warten drauf, dass Fütterungszeit ist. Hunger. Die sind schon ganz schön nervös da hinten. Aber der Mann mit den Hühnern, der lässt noch auf sich warten. Die Krokodile haben eine innere Uhr und zoffen sich schon, weil sie Hunger haben. Das ist die nach der Grundfläche größte Kirche der Welt. Hier in Yamoussoukro an der Elfenbeinküste. Völlig irre. Keiner da. Wir sind mit gut 6 Wochen Verspätung hier auf der Dachterrasse unseres Airbnbs angekommen. Wir hatten hier eigentlich für Januar reserviert, während des Afrika Cups, weil wir Fußballkarten hatten. Aber weil es kein Benzin in Guinea gab, haben wir es erst jetzt geschafft. Und weil es an der Elfenbeinküste Strom gibt, gibt es auch solche Wunderwerke der Technik. Es regnet. Und wir haben 2 Besucher auf der Fensterbank.
haben heute eine Hütte am Fluss und wir können vom Bett aus aufs Wasser gucken, wo hoffentlich Manatees drin sind. Connected.